Was ist mit dem Bild da drin? Das kannst du mir erzählen von deinem Bild. Ja, Kannst du mir das erzählen? selbstverständlich, da komme ich direkt vom Kriegsschauplatz, Ja? von Serbien. Ui. Ja, Was für Uniform das? ja, Jäger. Jägeruniform? Jägeruniform vom Dreier Und Jägerregiment. wo ist das da? Um die Russen zu täuschen, Ja. dass wir junge Truppen sind, haben wir alle Bärte wachsen Ja. lassen müssen. Mhm. Und die Russen haben gemeint, das ist eine alte Formation, dabei waren wir lauter junge Kerl. Ja, und was ist mit die... Wo bist du jetzt? In diesem Türgang? Bin ich oder? gerade nach Berlin gekommen. Nach Berlin. Ja, Weißt du noch was für ein Gewehr? ja, das ist mein Gewehr. Ja, Mein, das ist ein Gewehr, hm? ja. Ja. Und da habe ich einen Spaten auf der Seite und ein Seitengewehr Ja. und hinten vorn sind 120 Patronen Ui, das und ist hinten ist Zeltbahn und Mantel und der eiserne Bestand, da ist alles drin. Und nochmal, hinten sind nochmal 200 Patronen drin im Tornister. Was ist für Helm da? Da hast du Das noch ist ein kein... Chaco. Chaco. Oh, Chaco. Chaco, so hoch. Und da ist ein Überzug, grauer Stoff. Okay, dann ist gut. Werden wir es jetzt ausdrehen, hm? Ja. Sehr gut erzogene Kinder, die sind alle Okay, kannst du mir jetzt erzählen von Verdun? Ja, wir sind dann von Waldkarpaten in Ungarn den Russen gegenüber, da waren 300.000 Russen durchgebrochen. Und da sind wir 2 Regimenter, das Jägerregiment 3 und das Infanterie-Leibregiment von München. Wir sind tagelang und wochenlang oben in die Birk auf die Kämme umeinander gezogen, dass die Russen gemeint haben, da kommt eine ganze Armee. Dabei waren nur 2 Regimenter. Ui. Und dann sind nachher die Kämpfe losgegangen. Zuerst haben wir gleich Babalotova gestürmt und den Knebje. Und da waren zuerst Österreicher drauf und am anderen Tag, wo wir weggegangen sind die Russen schon wieder auf dem Knebje gewesen, haben gestürmt gehabt. Haben wir wieder zurück müssen und den Gipfel wieder stürmen. Und so ist es weitergegangen bis der Escovada. Habt ihr dann endlich den Gipfel übernommen? Ja, und dann sind wir von dort aus nach Verdun. Und da sind wir aber zuerst nach Zentstochau, bei der Schwarzen Madonna, gefahren. Und von dort aus sind wir nach Quinte-Tellier, nach Frankreich. Und von dort aus wieder zurück nach Metz. Und von Metz nachher in Stellung in Fort Vitry. Und in Fort Vitry, Wo ist Fort Vitry? das liegt direkt vor Reims. Reims. Wo ist Reims? 2 Kilometer vor Reims, französische Stadt, eine große Stadt Reims, Ach, mit der Kathedrale von Reims. Da sind wir direkt davor gelegen, im Kreidefelsen drin. und da hast du diese Kreidesache Ja. geschnitzt. War das Ja. nicht der Die Kathedrale Ding? von Ja, Reims. diese zwei. Ja. Und die Franzosen drin, die haben gewusst, dass so eine Ruhestellung ist, dort vor Reims. War das so... Ein Schützengraben Ja, bei uns Schützengraben, aus Kreide. ja. Und gegenüber waren Stollen, Bergwerke, tiefe Stollen, wo die Franzosen drin waren, vor Reims. So wie Bunker, oder? Ja, und dann haben sie jeden Abend die Marseillaise gespielt, die ganze Musikkapelle. Ne? Und bei uns darin haben sie einen Zapfenstreich gespielt. Und Habt ihr gegenseitig gehört? ja, waren da nur 2 Kilometer unter Gräben fort. Und wenn die Franzosen mal übermütig waren oder andere Truppen hinkommen sind, dann haben sie einen Schuss abgemacht und uns in die Stellung, wohl zu zeigen, dass sie Artillerie dort haben. Habt ihr dann einen Schuss wieder zurück? Die haben 10 Schuss haben wir nie gefeuert. Da haben wir so alte, eroberte russische Geschütz gehabt. Unseren waren schon längst woanders. Und dann haben sie aber nicht mehr geschossen. Ja, da haben sie dann aufgehört. Wenn wir 10 neu gefeiert haben.
Die haben dann Angst bekommen. Ja, und da waren wir vor Witry und zur Stellung vor, in der Nacht haben wir da marschiert und da haben sie immer, die Franzosen, die wussten, dass wir ablesen nachts eine Stellung von, da haben sie Schrapnellfeuer auf die Dächer, auf die Dörfer, das hat immer klappert und klirrt, da sind wir durch und in Stellung. Und von dort sind wir nachher von Reims nach Verdun ins Bismarck-Lager. Und da habe ich einen Freund und Kameraden gehabt von Schweiz, von der Kur, von Chur. Und der war Hufschmied. Weigel hat er geheißen. Den habe ich schon wiederholt getroffen. Und da auf dem Vormarsch ins Bismarck-Lager, da hat er eine Straße ausgebessert. Das war so. Pioniere. Ja, so Pionier. Und dann im Bismarck-Lager, nun, dann sind wir 8 Tage oder was gelegen und verpflegt worden. Und hast du da nicht einmal Schrapnell? ja, das war weiter, war wieder später. Da hast du eine kleine Blattbluse Ja, gekriegt. war Das ist später. den Helm, den Ja. Stahlhelm ab. Ja, das war später. Und da bei Verdun, da hat es am Abend, das war am 6. Juni, 6. Juni ne, 1916. Ja. Und da hat es geheißen, wir dürfen jeder noch eine Karte in die Heimat schreiben. Aber natürlich nicht schreiben, wo wir sind, sondern dass wir für eine schweren Aufgabe gestellt sind, konnten wir schreiben. Und sei ungewiss, ob wir noch zurückkommen mit dem Leben. Ne? Und dann sind wir vorwärts an der Nacht vom 7. Auf den 8. Juni 1916 sind wir vom Bismarck-Lager durch riesige Wälder und Felder und durch Landstraße bis an den Bahndamm, der wo Reims mit Verdun verbindet. Und da sind wir über den, wie sagt man denn, über die Schienenstrang und oben in den Laufgraben rein. Was ist da- so Laufgraben? So. Da, läuft man lang. Das ist so. Ja, da geht, bis man in eine Stellung kommt. Und da sind wir nachher in die Stellung rein und da hat es geheißen, Nachmittag um 3 müssen wir stürmen. Ja. Und das war das sogenannte I-Werk, ein Panzerwerk von den Franzosen. Das war schon 18 Mal vergeblich gestürmt. Und wir waren das 19. Mal angesetzt. Meinst du, es hat die Panzer Ja. zurückgehalten, so eine Panzerfalle? Ja. Und wie wir die Infanterie, wo wir abgelöst haben, das war das erste Infanterieregiment von München. Infanterieregiment König. Ja. Und die sind zurück und unterwegs haben sie zu uns gesagt, geht zurück, das ist die Hölle. Nun, wir konnten doch nicht mehr zurück, wir mussten vor. Und da sind natürlich überall die Toten rumgelegen und die Granaten eingeschlagen. Ja. Und wir haben schon Maschinengewehrfeuer gekriegt. Die Stellung bei Verdun, die waren derartig ineinander verzirkelt und dass man überhaupt nicht wusste, wo eigentlich der Gegner richtig war. Jedenfalls, da habe ich, gleich wie ich in den Graben reingesprungen bin, über den Bahndamm, ist so ein Oberschenkel, 2 Oberschenkel aus der Erde rausgeschaut. Das hat ausgeschaut wie ein Schinken. Verteufel. No. Und dann sind wir in den Graben vor und überall waren die Toten gelegen. Meistenteils mit Kopfschuss von uns. Und ungefähr ein paar Stunden vor der Stellung oben, oder Sturmstellung, war eine ganze Maschinenwehrabteilung, ganz frisch eingekleidet. Und die waren alle tot. Die Maschinenwehr dort gelegen. Deutsche. Deutsche, ja. Und die sind mit Gasgranaten überschüttet worden und sind sitzen geblieben, statt weitergelaufen wären. Oder waren alle tot natürlich. Dann sind wir vorgekommen, oben in die Stellung rein. Und wie gesagt, wir haben Seitenwehr aufgepflanzt, Handgranaten, alles da gehabt und sollten um 3 stürmen. Und mit Mal, was soll ich da sagen,
um 2:30 greifen die Franzosen an. Die sind oben aus dem Vor rausgesprungen, die waren nur 25 Meter auseinander. Die konnten direkt zu uns in den Graben reinschießen und sind aber rausgelaufen und haben bei uns Handgranaten reingeschmissen, Eierhandgranaten. Und ich habe gerade eine Handgranate von mir abgezogen und habe mich gebückt im Graben. Und da kriegt ein Jäger von mir direkt auf der Brust eine Eierhandgranate und der fällt direkt mir auf den Rücken. Und da habe ich ihn weggeschubst, gell? Und in dem Moment habe ich ungefähr 30 Handgranaten bei mir dort gehabt. Da sind alle anderen weggerannt. Sind weggerannt, nach links, immer nach links weggerannt. Und da war ein Oberjäger, also ein Unteroffizier von uns, von den Jägern, der war ein Schwab, der hat immer gesagt, lieber Herrgott von Biberach, schlag alles im Boden da. Und es fort. Und die Franzosen die sind mit der Masse von uns, wo ein Graben links runtergelaufen ist, oben in ihr Vorgraben zementierten, auch alle dahin gelaufen. Die haben gemeint, wir greifen von links an. Ach ja, weil die alle da weggegangen sind. Ja. Und nur bin ich da fast allein gewesen, gell? Und bin in so ein Loch. Hast du noch andere gesehen? Bitte? Hast weiter weg noch andere gesehen? Ja, Franzosen waren noch da, freilich. Aber keine Deutschen mehr, keine. Da sind fast alle weg. Die, wo bei mir waren alle tot oder schwer verwundet. Ich bin in so ein Loch rein. Da bin ich mit dem Seitengewehr aufgepflanzt, rückwärts rein und bin liegen geblieben und habe jeden Moment gedacht, die Franzosen holen mich da raus. Gell? Es war nicht lang, habe ich links von mir, tap, einen Franzosen im Graben laufen sehen. Und nachher rechts von mir ebenfalls, tap, lauft wieder ein Franzose. Denkt man, nu, die sind ja schon im Graben drin. Und ich bin allein, denk, na, das kann mir auch nicht helfen. Entweder holt sie mich raus, ich schmeiße mal eine Handgranate links über die Brustwehr. Und da habe ich schon einen Schreien hören. Und tap, aus dem Graben raus und fort. Und da habe ich rechts neben auch eine Handgranate geschmissen. Und da, tap, Franzos, weg. Ne? Und dann war alles ziemlich still. Dann sind endlich von links wieder unsere Leute herkommen. Und ich habe geschaut, da war links von mir, lag ein guter Kamerad von mir. Bayerle hat er geheißen, von München. Und der hatte den rechten bis am Oberarm ab. Und der linke Fuß bis am Oberschenkel ab. Ist der jetzt noch am Leben? Oder ist ja, war noch am Leben. Und da sehe ich gerade wie ein Flammenwerfer von den Franzosen immer auf der Brust schwitzt. Nicht? Ich habe eine Handgranate rausgeschmissen und habe das Feuer ausgedrückt. Da eben dann hat er gesagt, schieß mich tot, Kamerad, schieß mich tot. Ich konnte ihn nicht erschießen. Ich habe es nicht getan. Jetzt fangst du das auf. Es geht bald aus, weißt du, wir müssen schnell machen. Und nun, nachdem die zurückgekommen sind, war rechts von mir der Bataillonsführer, ein Professor von Bayreuth. Das macht nur, du kannst langsam weitersprechen. Ja. Ich kann auf der anderen Seite noch weiter. So, und nun, wie die da waren, sehe ich von rechts, wie ein Unteroffizier und 8 Jäger von der Nachbarkompanie rausspringen. Und die kriegen Maschinengewehrfeuer aus dem Voraus von den Franzosen. Und da haben wir einzelne Leute haben Stahlhelme gefasst gehabt. Und der Bataillonsführer, der war überhaupt noch nicht im Feld. Der war gekommen von Bayreuth, ein Professor, ein Hauptmann. Und der hat einen Stahlhelm gehabt. Und da sehe ich gerade, wie er sich, da war ein paar Meter neben mir rechts, wie er sich aufrichtet. Und der Franzose, tschum, Feuer. Und durch die Stirn, durch den Stahlhelm durch. Und dann hat er bloß, war schon tot. Ne? Und neben ihm war mein Leutnant, mein Zugführer, der Jetzt hatte muss schon... man aufhören, jetzt geht's gleich aus, glaube ich weiß nicht.
Ja, kann man ein bisschen weiterspringen. Ja, und der hat geschrien, raus! Jetzt sind wir alle rausgesprungen und links von mir war ein Zugführer. Den sehe ich gerade, wie er auf den Graben raufspringt und kriegt vielleicht. Als wir der auf den Graben raufgesprungen Ja, freilich. ist und der hat die Schüsse in der Brust gekriegt von ja. Maschinengewehr. Ja, Ne? können wir anfangen. Ja, jetzt können wir anfangen. Jetzt Ja. habe ich gerade, das habe ich jetzt schon, Ja, also, nachdem der auf dem Grabenrand gestanden ist, der Zugführer hat eine volle Maschinengewehrsalve von den Franzosen in die Brust bekommen und ist rückwärts in den Graben gestürzt. Ne? Und der hatte einen Bruder, der war Flugzeugführer, Oberleutnant. Und bei uns ein Sanitäter, der ist in Urlaub gefahren nach Verdeng, zu Bayreuth und hat die Eltern aufgesucht oder die Frau von dem Hauptmann, wo er gefallen ist. Und hat dort erzählt, dass der Zugführer also gefallen ist und er glaubt aber nicht, ebenfalls glaubt er nicht, dass der Hauptmann tot war, sondern dass die noch leben. Hat er erzählt. Ja, aber der hat nicht gelebt. Ach wo. Und da ist nach einiger Zeit, nachdem ich im Bismarck-Lager war, ist der Oberleutnant der Flieger gekommen und hat sich bei mir erkundigt, ob die wirklich gefallen sind. Da habe ich natürlich gesagt, selbstverständlich, sind tot. Na, und dann weiter, wie der Zugführer von mir gerufen hat, raus, sind wir rausgesprungen, ne? Und ich bin ungefähr 10 Meter vom Graben in den Granattrichter reingesprungen. Und mein Zugführer, der Leutnant Weiland, auch neben mir. Was Sekunde. Weiter? Ja, geh weiter. Und wie ich da reingesprungen ist, kommt ein Jäger, der war von Garmisch-Partenkirchen, springt in den Graben rein und sagt, Gott sei meiner armen Seele gnädig. Und der hatte einen Schuss durch den Hoden. Und der war sofort tot. Und habe ihm seine Augen zugedrückt. Ne? Und kaum war das, springt von rechts ein Zugführer vom dritten Zug zu uns in den Graben rein. Und der hatte einen Durchschuss, 3 Schüsse im Rücken und vorn raus. Und da sagt er, aber diese Schüsse kamen nicht vom Feind. Und wollte sein Pistol ziehen und wollte sich erschießen. Und da sagt mein Leutnant Schmidt, nehmen Sie das Pistol weg. Und habe ich es ihm weggenommen, ne? Und da war er schon tot auch. Ne? Und dann sind wir weiter vorgesprungen, links und rechts. Du meinst, der haben einen Fehler gemacht, die haben ihren eigenen erschossen. Mit Absicht. Dieser ehemalige Zugführer, ein Leutnant Späth, der war so gemein. In Serbien, die wir in Ruhe waren und haben exerzieren müssen, da war Sumpfgelände. Und da hat er uns befohlen, hinlegen. Und wir haben uns natürlich so auf die Ellbogen gelegt und der ist ja gekommen und hat mit dem Fuß in den Rücken reingetreten, dass du direkt ins Nasse reingepatscht bist. Und der war so gemeint beim Exerzieren, wenn es nach links oder rechts gegangen ist, hat er bloß mit der Reitpeitsche gemacht. Und den haben so dick gehabt, da ist er von uns vom ersten Zug versetzt worden zum dritten Zug in Reims. Und bei der Denk war er jetzt im dritten Zug und die haben ihn erschossen. Aber die sind dann nicht gestraft worden. Ja, woher denn? Woher? Da war fast kein Überlebender mehr, wo das gewusst hat. War bloß mein Leutnant und ich gewusst. Heutzutage hätten sie das schon. Weißt du, heutzutage tun sie in der Militär schon da sind Strafen. So gemein gewesen. Und kurz und gut, wir sind jetzt an die Stellung hergekommen von den Franzosen. Von rechts war schon ein Zugjäger oben im Graben drin. Und der Leutnant und ich kommen direkt vom Graben her. Und ich habe eine Handgranate gehabt und das Maschinengewehr hat direkt
die Nachbarkompanie hineingeschossen. Jetzt habe ich immer Handgranate abgezogen und wir waren bloß 5 Meter noch entfernt, direkt aufs Maschinengewehr. Und die sind gleich in die Luft geflogen mitsamt dem Gewehr. Und dann der Leutnant von mir und ich sind aufgesprungen und wollten in den Graben rein. Und da ist ein Kapitän, ein Französischer, der setzt mir sein Pistol auf die Brust. Ja. Und bevor er abdrücken kann, haut ihm mein Leutnant Weiland, mit der Handgranaten neben den Schädel. Das hat zusammengesackt. War er noch am Leben? Ja, ich glaube nicht. Er hat dort gelegen. Vielleicht war er nur so eingeschlafen worden. Ich meine, du hast doch eingeschläfert. Ja, freilich. Jedenfalls ist nachher, die Franzosen, wo noch da waren, sind alle ins Vorne. Da war eine riesige eiserne Tür. Ja. Groß wie ein Tor. Und das ist wohl elektrisch gelaufen, gell? Und der Zugführer von rechts, von der Nachbarkompanie, der hat gerade den Kolben noch gezwängt, ehe die Tür zugeschlagen ist. Und da sind 3, 4 andere Kameraden her und haben mit den Kolben das Tor aufgerissen. Und dann haben wir 500 Franzosen raus. Ja, gefangen genommen. Ja, gefangen genommen. Und da war ein Major, war der Führer. Und sind rausgekommen, dann haben wir uns der Reihe nach aufgestellt. Und das Erste, was war, haben wir mit den Hosenträger vorn durchgeschnitten. Dass sie ihre Hosen haben halten müssen. Ja. Konnten nichts mehr machen. Gell? Da haben wir 22 Maschinengewehre erobert. Und die Franzosen. Damals war das schon sehr viel. So Ja, 22 Maschinengewehre. Und da hat es doch Beutegeld gegeben für erbeutete Waffen. Da haben wir aber nicht viel von gesehen. Haben die Offiziere im Club was davon gemacht. Aber ihr hättet doch die Waffen auch brauchen können auf dem Wir hatten das selber unser Gewehr. Wir konnten es momentan nicht brauchen. Wir haben es dort liegen lassen. In unserer Stellung, unsere Ausgangsstellung. Ja, und was sind dann Truppen wieder vorkommen und haben die Gewehre weg? Ja, das ist uns überhaupt nichts angegangen. Aber die anderen deutschen Truppen haben es dann Das genommen. genommen, selbstverständlich. Und wir sind Und von den weiter. Toten auch die Gewehre, oder? Ja, nicht. klar, alles zusammengesammelt. Das war Die Toten mit. ein ostpreußisches Infanterieregiment, Nummer 122. Und die haben unsere Tornister, haben wir zurücklassen müssen, so ein Blödsinn, mit voller Ausrüstung, Tornister in die Stellung vor bei der Ding. Und die haben unsere Tornister durchgesucht und haben meine Briefe gefunden von den Mädels, wo ich in Berlin gehabt habe. Und da hat einer geschrieben, die Jäger sind alle tot. Die sollen in Zukunft die Pakete an ihn schicken. So ein Depp. Ja. Ja, der hat es gedacht, der kriegt dann die ganzen Pakete. Ja. Und die hat mir natürlich später geschrieben. Ich habe ja ihr geschrieben, dass wir noch am Leben sind. Wir sind also bis zur 3. Stellung durchgebrochen. Und das war südlich von Vorwau. Wir haben von Vorwau schon Maschinengewehrfeuer gekriegt, bis wir in 3. Stellung durchgekommen sind. Und 3. Stellung, da waren noch Lebensmittel und zusammengefallene Bunker und Unterstände von den Franzosen. Und links war ein Franzose, der war bis über die Brust verschüttet mit Erde und Schutt. Der war nicht mehr am Leben. Der hat so geatmet. Hat er so geatmet. Waren die Rippen eingedrückt. Das weiß der Teufel. Jedenfalls sagt mein Leutnant, Schmidt, schießen Sie doch tot. Ich denke, nein, ich schieße keinen Franzosen tot. Und bin weggegangen und da sind wir an den Unterstand hergekommen, der war schon halb eingestützt. Und sagt mein Leutnant, Schmidt, kommt, da gehen wir runter. Und mir war die Sache aber zu faul. Ich denke, na, da gehe ich nicht runter. Der fällt sein. Ja, und da ist gleich nebenan ein Loch ausgehoben gewesen mit französischen Gewehren und oben drüber Mäntel und Zeltplan. Also ganz einfach das Loch. Und da bin ich rein. Gell? Zuvor habe ich aber noch eine große Dose mit Lachs mit dem Seitenwehr aufgerissen. Und der Leutnant, das herkommt, hat neigelangt und ich neigelangt mit der Hand,
haben wir den Lachs gegessen. Und lauter schönes, weißes, französisches Brot war da, das haben wir auch gegessen. Und dann waren ganze Wucht voll Blechschachteln. Das war Milchschokolade drin. Als eigener Bestand. Da haben wir natürlich auch gegessen. Und dann, ich bin in mein Loch rein und der Leutnant ist runter in sein Loch. Da sind mindestens 15 Stufen runtergegangen. Und jetzt haben überhaupt niemand mehr gewusst, das war Grabestille. Das war am Abend schon. Grabestille. Wo sind wir? Die Franzosen haben nicht gewusst, wo wir sind. Die Ungarn haben nicht gewusst, wo wir sind. Jetzt hat es geheißen, wir hatten im Sturmgepäck weiße Tücher. Und wir sollten die weißen Tücher auf den Rand von der französischen Stellung, wo wir eingenommen haben, auf den Rand legen, die weißen Tücher. Und natürlich war unser Fernsehen, muss ich gleich sagen, die haben das mit den wie heißt man denn, naja, einfach. Apparat aufgenommen. Ja, und Bilder oben, gemacht. ja, und oben waren Flieger, die haben es fotografiert. Wir haben die unseren genau gewusst, wo unsere Stellung ist jetzt. Ziemlich da haben weit sie vor. War auch schon Linie eine hier. französische Stellung. Und nun sind wir dort gewesen, die Nacht ist vergangen, in der Früh sind Essenträger gekommen, französische Essenträger. Mit auf dem Buckel haben sie Fleisch und Wurst und Brot und Suppen gehabt und Tee. Das haben wir ihnen natürlich alles abgenommen, in den Graben rein. Ach, ich hab gedacht, da waren noch die Franzosen Na drin. freilich, die haben wir natürlich auch gefangen genommen, die haben wir nicht mehr fortlassen. Ne? Und es ist vielleicht eine Stunde gegangen, also Vormittag um 10, setzt ein Artilleriefeuer ein, sag ich da. Und das hat, um 8. haben wir gestürmt, am 8. Juni. Das weiß ich so genau, weil meine Schwester an dem Tag Geburtstag gehabt hat, am 8. Juni. Und da haben sie uns mit Artillerie eingedeckt, du kannst dir nicht vorstellen. 3 Nächte und 3 Tage lang haben sie uns mit Granaten und Schrapnell und was alles gegeben hat, eingedeckt, die ganze französische Stellung. Ach, du meinst du die Franzosen? Die Franzosen haben uns eingedeckt mit Artillerie. Die wollten uns vernichten. Ne? Alles zusammenschießen. Nun, und eines von den ersten Schüsse hat natürlich den Leutnant seinen Unterstand zusammengekriegt. Jetzt haben sie gerufen nach mir, Schmidt, Schmidt, Schmidt. Der Leutnant ist unten. Ich denke, ich rühre mich nicht. Soll jetzt die Sanitäter ausgraben. Ne? Und sind schon Sanitäter dort gewesen und haben ihn rausgeholt, ja, verschüttet. War ziemlich tief drunter und haben gleich in die alte Stellung getragen. Ne? Und währenddem ich noch schaue, läuft bei mir ein Feldwebel vorbei im Graben. Und da zischt gerade eine Granate und reißt ihm die ganzen Unterkiefer weg. Der war dann tot. Der ist vornüber gefallen und war tot, natürlich. Und bei mir war ein Student. Warst du schon wieder aus dein Loch raus? Ich bin in ein Loch drin gewesen. Der ist vor mein Loch im Graben zusammengefallen. Wie tief war das Loch? Mein Loch? Ja. Ja. Es war nicht sehr tief, wenn es dann vorbei Nein, nein, das war vielleicht 1 Meter tief. Es war nicht sowas wie der... Bunker oder so. Nein, nicht sowas wie der andere da gehabt hat. Nein, nein. Wo es dann eingeschüttet wurde. Nein, nein, Es war nein. nicht so ein Das war tiefes. künstlich Loch ausgehoben mit ein paar Gewehr als Stütze und oben Mäntel und Feldbahn. Es war nicht das tiefe Loch mit den vielen Nix. Stufen, Nein. wo der andere drin war und das hat's Das, ich war nebendran, kaum einen Meter drin, ja. nebendran. Und hat keine Granate auf das Dach getroffen. Bin drin geblieben. Da war ein Jäger, ein Student, der war bei mir schon am Anfang, der ist von im Graben als Posten gewesen. Und auf dem Posten war ein Maschinengewehr von unserer Kompanie. Und da sollte er beobachten von und hat er auf Hartspiritus Fleisch und Ding und Zwieback warm gemacht und kommt mit dem Deckel zu mir zurück und bringt mir den Deckel voll. Und das habe ich gegessen und ist er wieder vor
und kaum ist er vorn, kriegt das Maschinengewehr einen Volltreffer. Bist du jetzt bald fertig? Ja. Ja. Na, wir denken es noch nicht ganz fertig. Naja, bald kann man schnell machen. Kurz und gut, der geht wieder vor, das Maschinengewehr kriegt einen Volltreffer und der Student kriegt die ganze Brust und Fuß voll Splitter. Granatsplitter. War natürlich tot. Ne? Also kurz und gut, wir sind da wenig Leute noch. Wir sind mit 120 Mann gestürmt, die Kompanie. Und die Nachbarkompanie mit 140. Geht's noch? Ja. Und durch das schwere Artilleriefeuer Eine waren wir Minute nur noch oder 20 Mann und die Nachbarkompanie 40 Mann. Geht's noch? Eine Minute noch. So, und am 12. Juni nachts hat uns ein Bataillon von der 10er Jäger abgelöst. Da sind wir dann zurück. Geht noch? Ich glaube schon, ja.